und ich musste übertrieben oft aufs Klo. Same. Also nicht wegen Party, sondern einfach wegen Darm. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, willst du für diese Art von Musik berühmt werden? Und nach dem Club kommt er so mit Handy-Taschenlampe an und filmt mich so und meinst, ja, was war das? Und hier Playback und sowas, äußere dich mal, ich will mal ein Statement dazu haben und so. Boah, erster Gig war, glaube ich, bei mir in Mainz, Marathon. Da hat so eine Freundin von meinen Eltern hat so ein LKW gehabt, wo so die eine Wand so ausgeklappt war. Mhm. Und dann habe ich so zwei Songs, oder ich glaube nur einen Song, so alle 30 Minuten irgendwie performt, während die Leute vom Marathon quasi so an diesem Wagen vorbeigelaufen sind. Mein erster Gig, das ist ein bisschen Flex, aber bei Viva Con Agvas 15 Jahre Stream auf Twitch mit so Leuten wie Materia und Antje Schumacher durfte ich meinen ersten Auftritt machen, habe das einen Tag vorher erfahren. Wie immer in Berlin kriegt man soweit immer schnell reingeholfen von der Seite. Und dann habe ich ja gesagt und dann war ich ganz schrecklich aufgeregt, weil in diesem Twitch-Stream, ich glaube, so 5000 Leute zugeguckt haben. Damn, ja, das ist eine Hausnummer. Warst du zu Corona-Zeiten? Genau, das war 2021. Aber dann war es richtig schön und auch so die Leute zu sehen, die dann einem so Props geben. Farin Urlaub war da einfach da und Bela B. Und die haben dann so gesagt, das war doch fantastisch. Und ich war so, Ja, geil, dann irgendwie Props zu bekommen von irgendwie Leuten, die auch selbst was gerissen haben und so im Game drin sind, ist cool. absolut, das war ganz süß. Ich sehe Frühstück, könnte ich mir irgendwie gibst du mir Vibes von jemandem, der erstmal nicht frühstückt, sondern erstmal nur einen Kaffee trinkt und eine längere Zeit dann das Essen aufschiebt, bis du so Mieshunger hast und dann isst du direkt Mittag. Das ist heute der Fall gewesen, auf jeden Fall. Ich schwöre bei Gott, ich habe doch die Glaskugel. Ich habe Hanfpflanzen in deiner Insta-Story gesehen und in diversen Kontexten. Jetzt ist nur die Frage, kiffst du vorm Auftritt oder würdest du das niemals tun? Doch, auch. Gut, weil das wäre noch so eine Sache, wo ich mir unsicher bin. Boah, ich bin so halbe Stunde vorm Auftritt schon krass ruhig und nervös. Und ich muss dann übertrieben oft aufs Klo. Same. Also nicht wegen Party, sondern einfach wegen Darm. Um das mal ganz kurz klarzustellen. Und dann, ja, ich bin dann schon sehr ruhig und sehr angespannt, aber sobald dann so der erste Song durch ist, bin ich eigentlich locker und drin und dann ist es so alles abgefallen. Also vor dem Auftritt auf jeden Fall nochmal irgendwie auf Toilette sitzen und nochmal Songs anhören und Text nochmal lernen und so und dann geht's los. Dann würde ich lieber den Nummer 1 Hit nehmen. Weil halt auf den Nummer 1 Hit kannst du halt so viel aufbauen. Und dann irgendwie mit Connections geile Produzenten, geilere Videografen, dann wird generell einfach so dein Schaffen als Künstler einfach so elevated durch die Aufmerksamkeit, die du hast und die Connections, die sich ergeben. Weil wenn du jetzt der krasseste Künstler bist, aber keiner kennt dich, dann ist es irgendwie cool für dich selber, aber ich brauche als Künstler natürlich auch schon ein bisschen Anerkennung und Leute, die mir sagen, dass ich cool bin. Ich glaube, ich würde es andersrum sehen. Aber ich check die Argumente total. Ich glaube nur, dass ich mittlerweile so krass den Wert Authentizität so für mich irgendwie definiert habe als Maßgabe für den ganzen Kunstscheiß, dass mir es ultra unangenehm wäre, wenn Leute einen Song von mir feiern und der auf die Eins geht, den ich selber nicht fühle. Und ich glaube, mit dieser Diskrepanz zu leben, würde mich auf lange Sicht unglücklicher machen, als der ewige Underdog zu sein, weil ich halt weiß, ich kann mit meinem Moderationsbooms wahrscheinlich noch ein paar Jahre Geld verdienen. Und dann bleibt die Musik halt was so für ein kleines Publikum existiert. Ja. Aber dieses Publikum feiert das halt wirklich zu 100% und checkt auch, warum ich den langen Weg gehe und nicht, keine Ahnung, jetzt irgendwie auf einen Trend aufspringe, der mir schnell Reichweite verschafft. Ich meine, wenn du einen Nummer 1 Hit hast, schließt es ja nicht aus, dass du noch einen zweiten und dritten und vierten machst. Das ist richtig.
Die Frage, die ich mir da stelle, ist, willst du für diese Art von Musik berühmt werden? Weil die Erwartungshaltung der Leute ist ja dann meistens, dass das jetzt der Sound ist, den du machst. Wenn du danach was Artiges nachlegen würdest, enttäuschst du damit nicht sozusagen dann die Erwartungshaltung der Leute? Wäre dir das egal? Würde dich das stressen? Auch wenn der nicht funktioniert, weil die Leute Es ist schwierig, sich da reinzudenken, weil du natürlich, wenn du auf so einem Scale dann Musik machst, bist du ja quasi ein Unternehmen, wenn man so will. Also nach deinen Umsätzen, Konzerte, die du spielst, bist du basically ein Unternehmen und hast dann natürlich Leute, die auch finanziell von deiner Arbeit abhängig sind. Richtig. So, und die erwarten dann natürlich auch so, ey, bitte mach nochmal so einen Song, weil ich muss meine Miete zahlen. Richtig. Genau das denke ich eben auch. Ich finde das super geil und ich finde es auch künstlerisch sehr romantisch, einfach zu sagen, ich möchte 5 Masterpieces und die gefallen mir übertrieben gut, aber die hört keiner. Ich muss sagen, so selbstlos bin ich dann doch nicht. Das check ich. Bei mir ist es auch irgendwie wichtig, so Erfolg zu haben mit dem, was ich mache, der irgendwie messbar ist. Klar, wenn ich jetzt 10 Jahre lang immer 3 HörerInnen hätte, dann würde es mich, glaube ich, auch übelst anblähen. Dann will ich auch eine Eins mit einem EDM-Chart-Erfolg. Ja. Ne? Aber ich glaube auch einfach, dass wenn du durchziehst und genau die Musik machst, die geil ist für dich, dass sich diese gute Musik früher oder später durchsetzen wird. Das denke ich einfach. Und dann kommst du auch früher oder später mit deinem Masterpiece auf die Eins. Genau. So. Ich hatte nur einmal so einen richtig krassen Hater. So in Mittweida, da wo ich studiert habe. Mittweida? Ja, so in der Nähe von Chemnitz, Kleinstadt Sachsen. Da ist so ein Hater. So, und ich würde lieber mit einem Fan im Aufzug zusammen sein, als mit diesem Dude. Ja, legit. Ja. Wie hat sich sein Hate geäußert? Also der kam aus der Kleinstadt, wirklich stabiler ostdeutscher Junge. Und nach dem Club kommt er so mit Handy, Taschenlampe an und filmt mich so und meint, ja, was war das? Und hier Playback und sowas, äußer dich mal, ich will mal ein Statement dazu haben und so. Ich war so, Bro, ist alles in Ordnung? So, ich spiele mit Playback, weil es dann einfach geiler und fetter klingt und ich mehr Action machen kann. Und dann labert der mich da voll mit irgendwelchen Sachen und beleidigt mich. Konfrontationsmäßig auch. So auch wirklich mit so Kamera ins Gesicht halten. Ich so, Bro, hallo? Wir können uns ganz normal unterhalten. Genau, ich glaube, also der Typ wird da jetzt mich die ganze Zeit anleuchten mit seiner Taschenlampe, während wir im Aufzug sind. Sehr anstrengend. Äußer dich mal, warum ist der Aufzug stecken geblieben? Na, was los? Sag mal, bist du kein Techniker? Reparier die Scheiße jetzt. Ich würde auch eher einen Fan nehmen, tatsächlich. Also ich stelle mir das unangenehm vor, wenn dir eine Stunde lang jemand irgendwie sagt, wie beschissen es dich findet. Andererseits finde ich aber auch übertriebenes Lobhudeln und wenn du dann so abgekultet wirst, auch undifferenziert. Also so irgendwie brauche ich auch ein bisschen Kritik. Ist auf jeden Fall irgendwie konstant im Wandel, habe ich so den Eindruck. Ich habe noch nicht so das Gefühl, so 100% meinen Sound gefunden zu haben. Aber in letzter Zeit war es auf jeden Fall sehr rappig. Kein Autotune, bisschen härter von den Beats her. Ein paar so Vocal Samples in den Beats drin. Das fand ich irgendwie ganz geil und erfrischend, mal wirklich ein halbes Jahr kein Autotune zu benutzen beim Mucke machen, weil ich davor halt immer Autotune benutzt habe, so selbstverständlich immer Autotune. Und das war ganz geil so zur Erfrischung. Aber ich habe jetzt auch wieder Lust, melodischer zu gehen und wieder Autotune zu benutzen und mehr so ein paar so R&B-Einflüsse irgendwie mitzunehmen. Das macht auch gerade Spaß. Und in erster Linie einfach thematisch viel über mein Leben, Struggles, die ich hatte. Ich schöpfe halt auch alles natürlich aus der eigenen Erfahrung. Ich habe eine ganze Zeit lang jetzt sehr viel so toxische, romantische Beziehungen abgearbeitet. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen auserzählt, weil ich jetzt langsam auch so ein bisschen mich elevate und das Gefühl habe, wenn man selber irgendwie nicht mehr so drin steckt in diesem ganz krassen Prozess aus alles ist so ein Fuck-up, irgendwie habe ich jetzt Lust, auch neue Sachen zu erzählen und ich habe jetzt die letzte Zeit gemerkt, ich habe irgendwie viele Songs geschrieben, wo zum ersten Mal durchscheint, dass ich irgendwie mit chronischen Krankheiten struggle, dass ich einfach auch mit so Heritage aus
mehreren Generationen Diaspora-Erfahrung irgendwie eine Geschichte irgendwie habe, dass solche Themen halt auch Teil der Persönlichkeit sind und die jetzt so langsam mit reinkommen. Auch so einen Song geschrieben, der ist noch nicht da, wo ich ihn haben will, aber so, wo ich mich so in die Schuhe meiner Mutter so begebe und mal so checke. Sie war halt vor 30 Jahren in einer ähnlichen Position. Sie dachte halt auch, sie kann irgendwie was mit Musik machen, aber es hat überhaupt nicht geklappt und wie so eine Legacy sich dann irgendwie weiter fortsetzt. Ich glaube, da merke ich jetzt so langsam, komme ich an diesen Punkt. Ich bin halt übelst krasser Little Sims-Fan, was auch so Storytelling angeht und dass ich immer mehr so checke, ich will halt dieses handwerkliche Schreiben noch mehr üben, weil ich halt am Anfang, finde ich, so über mich selber sagen würde, dass meine Songs schon sehr simpel geschrieben waren, was halt der Anfang ist sozusagen. Aber ich möchte irgendwie jetzt mehr komplexe Bilder schaffen und ich wollte mein ganzes Leben lang rappen. Ich habe auch übelst lange schon immer für mich gerappt, aber das kommt jetzt auch so als nächster Step, dass es halt Singen und Rappen verbindet. Und dafür habe ich übelst Bock drauf, nächstes Jahr halt dann auch mal das zu showcasen, dass man eben versatile ist und nicht nur auf eine Sache festgelegt ist. Puh, gute Auswahl auf jeden Fall. Feature-mäßig, was am stimmigsten wäre, könnte ich mir mit Henning Mai vorstellen. Paula Hartmann auch krass. Nina Chuba feiere ich am wenigsten, deswegen würde ich sie dissen. Krass. Deswegen, ich glaube, Feature mit Henning Mai, ich disse Nina Chuba und ich lasse mich mentoren von Paula Hartmann. Fair. Ich glaube, ich würde Henning Mai dissen. Ich weiß auch nicht, irgendwas an dem gibt mir so Gymnasial-Vibes in der Schule, irgendwie so klug gewesen, immer gesagt, er hat eine 1, immer gesagt, er hat eine 6 geschrieben, aber dann hat er eine 1. Deswegen cool. den Vibe, den kann ich nicht haben. Deswegen, da gäbe es einen Diss-Track. Paula wäre mein Feature-Wunsch, glaube ich. Und von Nina würde ich mir gerne erklären lassen, wie man ein Star wird. Und wie es ist, reich zu sein. Ja, valid. Natürlich. Hat Spaß gemacht. Danke euch.